Hallo, willkommen zurück bei Lea Talk. Hi zusammen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr heute bei uns seid. Ich bin Lea. Und ich bin Finn. Wir machen diese Videos, um euch zu helfen, Deutsch auf eine unterhaltsame und einfache Weise zu üben. Bitte, wenn euch unsere Videos gefallen, helft uns, indem ihr ein Like gebt und abonniert. Das hilft uns wirklich sehr. Ja, das tut es wirklich. Vielen Dank. Also, worüber sprechen wir heute, Lea? Heute sprechen wir über etwas sehr Alltägliches. Etwas, worüber jeder spricht. Das Wetter. Also Finn, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut, danke, Lea. Und dir? Mir geht's super. Ich bin ein bisschen müde, aber es geht mir gut. Oh, warum bist du müde? Hattest du ein stressiges Wochenende? Ja, hatte ich. Am Samstag bin ich lange im Tiergarten spazieren gegangen. Es war so schön. Das klingt wunderbar. Was hast du am Sonntag gemacht? Am Sonntag habe ich meine Wohnung geputzt. Es war sehr langweilig, aber jetzt ist sie sehr sauber. Ich verstehe. Ich habe am Sonntag auch meine Wohnung aufgeräumt. Aber am Abend habe ich einen Film geschaut. Oh, welchen Film? Es war eine alte Komödie. Sie war sehr lustig. Ich habe viel gelacht. Schön. Ich muss nächstes Wochenende auch einen lustigen Film schauen. Ja, solltest du. Das ist gut für dich. Also, das Wetter. Es ist ein sehr beliebtes Thema, nicht wahr? Das ist es. Es ist ein sehr einfaches Thema für Smalltalk. Du kannst mit jedem über das Wetter sprechen. Mit deinem Nachbarn, mit einem Kollegen bei der Arbeit oder mit einem Freund. Das stimmt. Es ist ein sicheres Thema. Also, fangen wir mit heute an. Wie ist das Wetter heute, Lea? Nun, heute ist das Wetter sehr schön. Es ist sonnig. Ja, es ist sonnig und es ist warm. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt, oder? Genau, es ist ein warmer, sonniger Tag. Ich mag solche Tage. Der Himmel ist blau und es gibt nur ein paar kleine weiße Wolken. Ich auch. Ich bevorzuge sonnige Tage. Ich mag Regen nicht besonders. Oh, ich hab nichts gegen ein bisschen Regen. Manchmal ist Regen schön. Wirklich? Warum? Erzähl mir mehr. Nun, ich mag das Geräusch von Regen am Fenster. Es ist entspannend, es ist ein friedliches Geräusch. Und nach dem Regen ist die Luft sehr sauber und frisch. Alles sieht grün und sauber aus. Das stimmt. Die Luft ist frisch nach dem Regen. Aber ich mag es nicht, nach draußen zu gehen, wenn es regnet. Ich werde nass. Meine Schuhe werden nass. Meine Haare werden nass. Es ist nicht bequem. Deshalb haben wir Regenschirme und Regenmäntel, Finn. Ich weiß, aber ich vergesse immer meinen Regenschirm. Ich habe 3 Regenschirme zu Hause, aber sie sind immer zu Hause, nicht bei mir. Du musst besser vorbereitet sein. Vielleicht steckst du einen kleinen Regenschirm in deine Tasche. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, daran zu denken. Also, welche anderen Wörter können wir für das Wetter verwenden? Nun, für die Sonne sagen wir, es ist sonnig. Für Regen sagen wir, es ist regnerisch. Okay, sonnig und regnerisch. Was ist, wenn es viel Wind gibt? Dann ist es windig. Es ist ein windiger Tag. An einem windigen Tag kannst du sehen, wie sich die Bäume bewegen. Du kannst den Wind in deinem Gesicht spüren. Und wenn es sehr kalt ist und weißes, gefrorenes Wasser vom Himmel fällt? Das ist Schnee. Wenn es schneit, ist es verschneit. Der Schnee ist weiß und kalt. Kinder lieben verschneite Tage, weil sie im Schnee spielen können. Also sonnig, regnerisch, windig, verschneit. Die sind einfach. Das sind sie. Wir haben auch bewölkt. Das ist, wenn viele Wolken am Himmel sind. Du kannst die Sonne nicht sehen oder du kannst nur ein bisschen Sonne sehen. Oh, wie gestern. Gestern war es ja bewölkt, aber es hat nicht geregnet. Der Himmel war den ganzen Tag grau. Ja, es war gestern ein bewölkter Tag. Und manchmal ist es neblig. Das ist, wenn es eine dicke Wolke nahe am Boden gibt. Es ist schwierig, weit zu sehen. Ich mag keine nebligen Tage. Ich kann nichts sehen, wenn ich Auto fahre. Ich muss sehr, sehr langsam fahren. Ja, du musst sehr vorsichtig sein, wenn es neblig ist. Es kann gefährlich sein. Also, lass uns über die Temperatur sprechen. Wie beschreiben wir, wie heiß oder kalt es ist? Wir sagen, es ist heiß, warm, kühl oder kalt. Kannst du mir für jedes ein Beispiel geben? Natürlich, im Sommer ist es normalerweise heiß. Du trägst ein T-Shirt und Shorts. Heute ist es warm, es ist angenehm. Im Herbst ist es oft kühl. Du brauchst eine leichte Jacke.
Und im Winter ist es kalt. Du brauchst einen warmen Mantel, einen Schal und Handschuhe. Okay, also, in der Wüste ist es sehr heiß. Am Strand an einem schönen Tag ist es warm, an einem bewölkten Herbsttag ist es kühl. Und in den Bergen im Winter ist es sehr kalt. Perfekte Beispiele, Finn. Danke. Also, was ist deine Lieblingsjahreszeit, Lea? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Wirklich? Warum Herbst? Die meisten Menschen mögen den Sommer. Ich liebe die kühle, frische Luft im Herbst. Ich liebe die Farben der Blätter. Die Blätter an den Bäumen ändern ihre Farbe. Sie sind rot, orange und gelb. Es ist so schön. Und das Wetter ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es ist perfekt zum Spazierengehen. Das klingt schön. Ich denke, meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Weil du das heiße Wetter liebst. Nein, nicht wegen des heißen Wetters. Manchmal ist es zu heiß. Ich mag den Sommer, weil die Tage lang sind. Die Sonne geht sehr spät unter. Ich kann nach dem Abendessen spazieren gehen. Es ist noch hell. Ich liebe das. Oh, das ist ein guter Punkt. Die langen Sommertage sind sehr schön. Du hast mehr Zeit für Aktivitäten. Genau. Was ist mit dem Frühling? Wie ist der Frühling? Der Frühling ist wunderbar. Er kommt nach dem Winter. Das Wetter wird wärmer, der Schnee schmilzt, die Blumen beginnen zu wachsen. Du siehst viele schöne Blumen, Tulpen, Narzissen. Es ist eine fröhliche Jahreszeit. Es fühlt sich wie ein neuer Anfang an. Und der Winter? Magst du den Winter? Ich mag den Winter für kurze Zeit. Ich mag es, wenn es schneit. Ein weißes Weihnachten ist sehr schön, aber ich mag keine langen, kalten Winter. Ich werde müde von der Kälte. Ich mag es nicht, jeden Tag schwere Kleidung zu tragen. Ich verstehe. Ich fühle dasselbe. Ein bisschen Schnee ist schön, aber zu viel Kälte ist schwierig. Autofahren im Schnee ist auch schwierig. Ja, das ist es. Also Finn, wie war das Wetter letzte Woche? Kannst du dich erinnern? Letzte Woche war sehr seltsam. Das Wetter hat sich jeden Tag geändert. Es war wie 4 Jahreszeiten in einer Woche. Das war's. Am Montag war es warm und sonnig. Ich erinnere mich, ich habe keine Jacke getragen. Ja. Und am Dienstag war es sehr, sehr windig. So windig. Ich erinnere mich, meine Mütze ist am Dienstag im Wind weggeflogen. Ich musste ihr hinterherrennen. Oh, das stimmt. Das war sehr lustig. Und am Mittwoch war es den ganzen Tag kalt und regnerisch. Es war nicht nur ein bisschen Regen, es war viel Regen. Ich bin am Mittwoch zu Hause geblieben. Ich habe heißen Tee getrunken und ein Buch gelesen. Es war ein guter Tag, um drinnen zu sein. Das klingt wie ein perfekter Regentag. Und am Donnerstag? Wie war das Wetter am Donnerstag? Am Donnerstag war es morgens neblig. Ich konnte nur ein paar Meter vor mir sehen. Aber am Nachmittag kam die Sonne heraus und der Nebel verschwand. Am Nachmittag war es schön. Und Freitag war ein schöner Tag. Es war sonnig und warm, genau wie heute. Ja, Freitag war perfekt. Also das Wetter ist nicht immer gleich. Es ändert sich jeden Tag, manchmal jede Stunde. Es ändert sich sehr viel. Deshalb sprechen wir so oft darüber. Es ist immer anders. Lass uns über Fragen sprechen. Welche Fragen können wir über das Wetter stellen? Die einfachste Frage ist, wie ist das Wetter? Ja, wie ist das Wetter? Oder wie ist das Wetter heute? Oder wie ist das Wetter draußen? Wir können auch fragen, ist es heiß draußen? Oder ist es kalt? Oder regnet es? Ist es sonnig? Schneit es? Und wie antworten wir? Du kannst sagen, ja ist es oder nein ist es nicht. Zum Beispiel, ist es sonnig? Ja ist es. Regnet es? Nein tut es nicht. Du kannst auch sagen, nein ist es nicht. Was ist mit der Zukunft? Wie können wir nach dem Wetter von morgen fragen? Du kannst fragen, wie wird das Wetter morgen sein? Wie wird das Wetter morgen sein? Das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen schwieriger. Du kannst auch fragen, wird es morgen regnen? Das ist sehr üblich. Und wie antworten wir? Du kannst antworten mit, ich denke, es wird sonnig sein. Oder die Wettervorhersage sagt, es wird regnen. Die Wettervorhersage. Das sind die Nachrichten über das zukünftige Wetter im Fernsehen oder auf deinem Handy. Ja.
Viele Menschen schauen jeden Morgen die Wettervorhersage. Sie wollen wissen, was sie anziehen sollen. Ich schaue sie auf meinem Handy. Ich will wissen, ob ich eine Jacke oder einen Regenschirm brauche. Es ist sehr nützlich. Das ist sehr klug. Du lernst, Finn. Danke. Also, was machst du an einem sehr heißen Tag? Welche Aktivitäten? An einem sehr heißen Tag gehe ich gerne ins Schwimmbad. Das Wasser ist kühl und schön. Oder ich esse Eis. Ich bleibe im Schatten. Ich mag es nicht, in der Sonne zu laufen, wenn es zu heiß ist. Ich trinke gerne kaltes Wasser und sitze vor einem Ventilator. Oder ich gehe in ein klimatisiertes Einkaufszentrum. Das ist eine gute Idee. Das Einkaufszentrum ist kühl. Und was machst du an einem sehr kalten Tag? An einem sehr kalten Tag trage ich einen dicken Mantel und eine warme Mütze. Ich trinke heiße Schokolade. Ich sitze in der Nähe der Heizung. Ich schaue fern unter einer warmen Decke. Das klingt gemütlich und bequem. Das ist es. Also, Lea, denkst du, es wird morgen regnen? Ich glaube nicht. Der Himmel ist heute sehr klar. Ich denke, morgen wird es wieder sonnig sein. Aber vielleicht etwas kühler. Ich hoffe, du hast recht. Ich möchte wieder in den Tiergarten gehen. Ich möchte Fußball mit meinen Freunden spielen. Das klingt nach Spaß. Ich bin sicher, du wirst eine gute Zeit haben. Was ist mit extremem Wetter wie einem Sturm oder Donner und Blitz? Oh, das ist ein größeres Thema. Ein Sturm ist sehr starkes Wetter mit viel Wind und Regen. Manchmal hörst du Donner, das ist das laute Geräusch. Und du siehst Blitze, das ist das helle Licht am Himmel. Ich habe ein bisschen Angst vor Gewittern. Das Geräusch ist sehr laut. Es ist laut, aber es ist normalerweise sicher in einem Gebäude. Es ist wichtig, während eines Sturms drinnen zu bleiben. Ja, das ist wahr. Was ist mit einer Brise? Ist eine Brise dasselbe wie Wind? Das ist eine gute Frage. Eine Brise ist ein leichter Wind. Sie ist angenehm, sie ist nicht stark. Aber Wind kann stark sein. Ein starker Wind kann gefährlich sein. Also, eine Brise ist schön, aber ein starker Wind ist nicht immer schön. Richtig, an einem heißen Tag ist eine kühle Brise sehr schön. Lass uns über das Wetter in verschiedenen Ländern sprechen. Ist das Wetter in allen Ländern gleich? Oh nein, es ist sehr unterschiedlich. In Ländern wie Thailand oder Brasilien ist es oft heiß und feucht. Feucht bedeutet, dass viel Wasser in der Luft ist. Und in Ländern wie Kanada oder Norwegen ist es im Winter oft sehr kalt und verschneit. Ja. Und in einigen Ländern wie England ist es oft bewölkt und regnerisch. Sie sprechen dort die ganze Zeit über das Wetter. Ich glaube, ich würde in England jeden Tag einen Regenschirm brauchen. Wahrscheinlich. Also, wenn du reist, musst du das Wetter für dieses Land überprüfen. Das ist sehr wichtig. Du musst die richtigen Kleidungsstücke einpacken. Genau. Wenn du in ein heißes Land gehst, packst du T-Shirts und Shorts ein. Wenn du in ein kaltes Land gehst, packst du einen warmen Mantel und Handschuhe ein. Also ist das Wetter wichtig für Reisen, für Kleidung, für Aktivitäten, für alles. Das ist es. Deshalb ist es ein so nützliches Thema, über das man sprechen kann. Lass uns einen kleinen Dialog üben. Stell dir vor, ich bin dein Nachbar. Ich sehe dich draußen. Ich sage, Guten Morgen, Lea. Schöner Tag, nicht wahr? Und ich sage, ja, es ist ein wunderschöner Tag. So sonnig und warm. Dann sage ich hoffe, es bleibt so fürs Wochenende. Ich möchte ein Picknick machen. Und ich sage, das klingt schön. Ich denke, das Wetter wird gut sein. Die Vorhersage ist gut. Perfekt. Das war eine sehr natürliche Unterhaltung. Lars, du siehst, es ist einfach. Was ist mit einer anderen Situation? Es ist ein regnerischer Montagmorgen. Ich sehe dich an der Bushaltestelle. Ich sage, oh, was für ein regnerischer Tag. Und ich sage, ich weiß. Ich mag Montagmorgen nicht. Und der Regen hilft auch nicht. Ja, es ist ein schwieriger Start in die Woche. Hast du einen Regenschirm? Und ich sage, ja, ich hab heute einen. Ich hab daran gedacht. Sehr gut. Du lernst von mir, Lea. Tu ich. Also, wir können über das Wetter in vielen verschiedenen Situationen sprechen. Es ist ein sehr flexibles Thema. Und es hilft uns, ein Gespräch zu beginnen. Es hilft uns, mit Menschen in Kontakt zu treten. Das ist eine schöne Art, es zu sagen, Finn.
Es hilft uns, mit Menschen in Kontakt zu treten. Also, übt alle das bitte. Sprecht heute mit jemandem über das Wetter. Es ist eine gute Übung. Ja, bitte versucht es. Ihr könnt das. Lea, wir haben über so viele Wetterwörter gesprochen. Mein Gehirn ist voll. Es sind viele Informationen. Vielleicht sollten wir langsamer machen und einige der wichtigsten Wörter wiederholen. Lass uns eine kleine Vokabelwiederholung machen. Das ist eine tolle Idee. Es wird uns helfen, uns zu erinnern. Über welche Wörter sollten wir zuerst sprechen? Lass uns mit dem Wort Temperatur beginnen. Wir verwenden dieses Wort sehr oft. Die Temperatur. Ja, die Temperatur sagt uns, wie heiß oder kalt es ist. Das stimmt. Es ist eine Messung. Wir messen die Temperatur in Grad. Zum Beispiel, heute sind es 22 Grad Celsius. Das ist eine warme Temperatur. Und wenn es 35 Grad Celsius sind, ist das eine sehr heiße Temperatur. Wenn es 5 Grad Celsius sind, ist das eine kalte Temperatur. Perfekt. Also kannst du fragen, wie ist die Temperatur heute? Und du kannst antworten, es sind 22 Grad. Genau. Das nächste Wort ist sehr nützlich. Die Vorhersage. Die Wettervorhersage. Ich liebe dieses Wort. Ich schaue jeden Tag die Vorhersage. Was ist eine Vorhersage? Eine Vorhersage ist eine Prognose. Sie sagt uns das zukünftige Wetter. Also sagt uns die Wettervorhersage, ob es morgen sonnig oder regnerisch sein wird. Ja. Zum Beispiel kannst du sagen, die Wettervorhersage ist gut für Samstag. Wir können unser Picknick machen. Oder die Vorhersage sagt, es wird nächste Woche kalt sein. Gut. Jetzt lass uns über verschiedene Arten von Regen sprechen. Wir haben das Wort Nieselregen. Nieselregen. Was bedeutet Nieselregen? Ist es dasselbe wie Regen? Es ist eine Art von Regen, aber es ist sehr leichter Regen. Nieselregen ist nicht schwer. Die Wassertropfen sind sehr klein. Du brauchst nicht immer einen Regenschirm für Nieselregen. Oh, ich verstehe. Also, wenn es nieselt, regnet es, aber nur ein bisschen. Es ist kein Problem. Ja, du kannst sagen, es regnet nicht stark, es nieselt nur. Ich mag dieses Wort. Es klingt sanft. Was ist das Gegenteil von Nieselregen? Das Gegenteil ist ein Wolkenbruch. Ein Wolkenbruch ist sehr, sehr starker Regen. Viel Regen fällt in kurzer Zeit. Oh, bei einem Wolkenbruch brauchst du definitiv einen Regenschirm. Und du musst wahrscheinlich ein paar Minuten drinnen warten. Genau, zum Beispiel, wir sind im Tiergarten spazieren gegangen, als es plötzlich einen Wolkenbruch gab. Wir wurden sehr nass. Okay, also haben wir Nieselregen für leichten Regen und Wolkenbruch für starken Regen. Jetzt lass uns über Wind sprechen. Wir kennen bereits windig, aber es gibt ein anderes Wort. Die Brise. Eine Brise. Ist eine Brise stark? Nein, eine Brise ist ein leichter, sanfter Wind. Sie ist angenehm und schön. An einem heißen Tag fühlt sich eine kühle Brise wunderbar an. Also, wenn der Wind stark ist und die Bäume viel bewegt, sagen wir, es ist windig. Aber wenn der Wind weich und sanft ist, können wir sagen, es ist ein luftiger Tag oder es gibt eine schöne Brise. Ja, das ist eine sehr gute Art, es zu erklären. Du kannst sagen, ich liebe es hier zu sitzen. Es gibt eine schöne Brise. Okay, nächstes Wort. Was ist mit feucht? Du hast dieses Wort vorhin gesagt. Feucht. Das ist ein wichtiges Wort. Feucht bedeutet, die Luft hat viel Wasser darin. Die Luft fühlt sich nass und schwer an. Also regnet es nicht, aber die Luft fühlt sich nass an. Ja, an einem feuchten Tag schwitzt du vielleicht mehr. Deine Haut fühlt sich klebrig an. Es fühlt sich oft heißer an, als es wirklich ist, wegen der Feuchtigkeit. Ich mag keine feuchten Tage. Ich bevorzuge trockene Luft. Trockene Luft fühlt sich angenehmer an. Viele Menschen stimmen dir zu. Also kannst du sagen, heute ist es so heiß und feucht oder die Luftfeuchtigkeit ist heute sehr hoch. Ich werde mir das merken. Lass uns über kaltes Wetter sprechen. Wir haben das Wort kühl. Ja, kühl. Was bedeutet kühl? Ist es dasselbe wie kalt? Ich denke, kühl ist ein bisschen kalt. Es ist nicht sehr kalt, aber es ist nicht warm. Du fühlst dich ein bisschen kalt, also möchtest du vielleicht eine leichte Jacke. Das ist genau richtig.
Kühl liegt zwischen frisch und kalt. Es ist ein häufiges Wort. Du kannst sagen, der Morgen ist ziemlich kühl, aber der Nachmittag wird wärmer sein. Oder heute gibt es einen kühlen Wind. Perfekt. Jetzt noch ein wichtiges Wort. Klar. Klar wie klares Wasser. Ähnliche Idee für das Wetter. Ein klarer Himmel bedeutet, es gibt keine Wolken. Der Himmel ist blau und leer. Du kannst die Sonne sehr gut sehen. Also ist eine klare Nacht gut, um die Sterne anzuschauen. Ja. Und ein klarer Tag ist gut zum Fotografieren. Das Gegenteil von klar ist bewölkt oder bedeckt. Bedeckt. Das ist ein neues Wort. Bedeckt bedeutet, der Himmel ist vollständig mit Wolken bedeckt. Du kannst die Sonne nicht sehen. Es ist oft grau. Es ist mehr als bewölkt. Es ist vollständig bedeckt. Also kann bewölkt einige Wolken bedeuten, aber bedeckt bedeutet 100% Wolken. Ja, zum Beispiel, Der Himmel war den ganzen Tag bedeckt, aber es hat nicht geregnet. Das ist sehr nützlich. Also lass uns unsere Wörter noch einmal auflisten. Wir haben die Temperatur, die Vorhersage, der Nieselregen, der Wolkenbruch, die Brise, feucht, kühl und klar. Und bedeckt. Das sind 9 Wörter. Du hast heute viel gelernt, Lea. Ich denke, unsere Zuhörer haben auch viel gelernt. Lass uns versuchen, sie alle in einer kleinen Geschichte zu verwenden. okay, du fängst an. Okay, gestern habe ich die Wettervorhersage überprüft. Die Temperatur war 10 Grad, also wusste ich, es würde kühl sein. Am Morgen war der Himmel klar und wunderschön. Sehr gut. Aber am Nachmittag wurde der Himmel bedeckt. Dann begann es zu nieseln. Ich hatte keinen Regenschirm, aber es war nur Nieselregen. Dann hörte der Nieselregen auf und eine schöne, kühle Brise begann. Es war perfekt. Aber meine Freundin in einer anderen Stadt sagte, sie hatten einen Wolkenbruch und ihr Wetter ist immer sehr feucht. Wir haben es geschafft, wir haben alle Wörter benutzt. Das war eine ausgezeichnete Übung. War es. Alle zusammen. Diese Wörter sind sehr häufig. Versuch diese Woche 1 oder 2 davon zu verwenden. Nun, Finn, wir haben heute sehr lange gesprochen. Meine Stimme ist ein bisschen müde. Meine Stimme ist auch müde, aber es war ein gutes Gespräch. Ich denke, wir haben so viele Dinge über das Wetter behandelt. Das haben wir wirklich. Lass uns einen Moment nehmen, um zusammenzufassen, was wir heute geübt haben. Es ist gut zu wiederholen. Okay, lass es uns machen. Zuerst haben wir gelernt, wie man das Wetter in einfachen Worten beschreibt. Wir haben sonnig, regnerisch, windig, verschneit, bewölkt und neblig verwendet. Das stimmt. Das sind die grundlegenden Adjektive. Wir können sagen, es ist sonnig oder es ist ein sonniger Tag. Und dann haben wir über die Temperatur gesprochen. Wir haben heiß, warm, kühl und kalt gelernt. Ja, also kannst du sagen, es ist ein warmer, sonniger Tag. Oder es ist eine kalte, regnerische Nacht. Wir haben auch gelernt, wie man Fragen stellt. Die wichtigste Frage ist, wie ist das Wetter? Und wie ist das Wetter heute? Und wie wird das Wetter morgen sein? Und die Antwort ist, Es ist sonnig oder ich denke, es wird kalt sein. Dann hatten wir eine große Vokabelwiederholung. Wir haben einige sehr nützliche neue Wörter gelernt. Kannst du dich an einige davon erinnern, Finn? Ich werde es versuchen. Wir hatten die Temperatur. Das ist, wie heiß oder kalt es ist. Gut. Wir hatten die Vorhersage. Das ist die Prognose für das zukünftige Wetter. Ja. Schau immer die Vorhersage. Wir hatten Nieselregen für sehr leichten Regen und Wolkenbruch für sehr starken Regen. Sehr gut, du hast dir die Gegensätze gemerkt. Wir hatten Brise für einen schönen sanften Wind und feucht für, wenn sich die Luft nass und klebrig anfühlt. Perfekt. Wir hatten kühl für Wetter, das ein bisschen kalt ist, Und klar für einen Himmel ohne Wolken. Und noch eins. Was ist mit einem vollständig grauen Himmel? oh, bedeckt. Das ist, wenn der Himmel zu 100% mit Wolken bedeckt ist.
Also haben wir viele Wörter gelernt und wie man sie in Gesprächen verwendet. Wir haben auch über unsere Lieblingsjahreszeiten gesprochen und was wir bei verschiedenen Wetterlagen machen. Ja. Wie heiße Schokolade an einem kalten Tag trinken oder ins Schwimmbad an einem heißen Tag gehen. Und wir haben sogar ein paar kurze Dialoge geübt, wie Nachbarn, die über das Wetter sprechen. Das hat Spaß gemacht. Ich denke, das Wichtigste ist, dass über das Wetter zu sprechen einfach und freundlich ist. Es ist eine Art, sozial zu sein. Das ist es. Es ist eine Möglichkeit, ein Gespräch mit jedem zu beginnen. Also hoffen wir, dass ihr euch jetzt selbstbewusster fühlt. Ja. Bitte seid nicht schüchtern. Versucht, diese Wörter zu verwenden. Und jetzt ist es Zeit für unseren Lieblingsteil des Videos. Die Frage des Tages. Ja. Die heutige Frage dreht sich ganz um euch und eure Meinungen. Die Frage ist, was ist euer Lieblingswetter und warum? Also, was mögt ihr? Mögt ihr sonniges Wetter wie Finn? Oder mögt ihr regnerisches Wetter wie Lea? Oder vielleicht mögt ihr verschneites Wetter? Sagt uns genau, was euer Lieblingswetter ist. Und am wichtigsten, sagt uns warum. Warum mögt ihr es? Zum Beispiel könnt ihr schreiben, Mein Lieblingswetter ist sonnig und warm. Warum? Weil ich an den Strand gehen und im Meer schwimmen kann. Oder mein Lieblingswetter ist kalt und verschneit. Warum? Weil ich einen Schneemann mit meiner Familie bauen kann. Oder mein Lieblingswetter ist regnerisch. Warum? Weil ich das Geräusch von Regen liebe und ich drinnen mein Buch lesen kann. Es gibt keine falschen Antworten. Wir sind alle verschieden und wir mögen verschiedene Dinge. Bitte sagt uns eure Antwort in den Kommentaren unter diesem Video. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar. Das tun wir wirklich. Wir lieben es, eure Kommentare zu lesen und zu sehen, wie ihr Deutsch übt. Es macht uns sehr glücklich. Und wenn ihr einen Freund habt, der auch Deutsch lernt, teilt bitte dieses Video mit ihm. Ihr könnt zusammen üben. Das ist eine wunderbare Idee. Mit einem Freund zu lernen, macht mehr Spaß. Auch wenn euch diese Lektion gefallen hat, lasst es uns bitte wissen, indem ihr diesem Video ein Like gebt. Und abonniert unseren Kanal Lea Talk für weitere Videos wie dieses. Wir machen jede Woche neue Videos, um euch beim Üben zu helfen. Wir sprechen über viele verschiedene Themen wie Hobbys, Essen, Reisen und das tägliche Leben. Also, abonniert und klickt auf das Glockensymbol. Dann erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video haben. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit heute mit uns verbracht habt. Ihr seid großartige Lernende. Übt weiter, jeden Tag. Auch 5 Minuten am Tag sind sehr gut. Macht euch keine Sorgen über Fehler. Fehler sind die Art, wie wir lernen. Seid mutig und versucht Deutsch zu sprechen, wann immer ihr könnt. Wir glauben an euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal für ein weiteres Gespräch. Bis dahin habt einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und wir hoffen, ihr habt tolles Wetter. Auf Wiedersehen. Tschüss!